Ich mache jetzt etwas, was ich so auf YouTube noch gar nicht gemacht habe, aber irgendwie ist es auf Instagram so eine Routine geworden in der Woche, dass ich einmal für euch eine intuitive Message mitgebe und ich dachte, ich mache das auch mal auf YouTube. Dann lasst uns einmal reinschauen, was für eine Message für euch jetzt für die nächste Woche raus möchte. Okay, die soll es sein. Ja! Die Karte, ja. Wenn du jetzt irgendwie zu einer bestimmten Situation eine Frage hattest oder dir unsicher bist oder nicht weißt, ob es der richtige Weg ist, dann sag diese Situation oder deine Engel oder Gott oder woran du auch immer glaubst, ein klares Ja zu der Situation. Also mach weiter. Aber ich lese euch jetzt einmal kurz auch die Bedeutung der Karte vor. Ja, ja, ja. Die Antwort ist ja. Fahre fort. Mach weiter. Vollende es. Genieße es. Halte dich nicht zurück. Die Zeit ist gekommen. Erhebe dich. Lass dein Licht leuchten. Bring dich zum Ausdruck. Erlebe, erfahre, teile. Wie ich schon eben meinte. Also, auf was für ein Weg du auch immer bist, fahre fort. Es ist der richtige Weg. Hey meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder hier dabei bist. Heute machen wir ein total entspanntes Video. Ich habe gedacht, ich mache mich ein bisschen fertig und nebenbei erzähle ich ein bisschen mit euch. Also so ein Get Ready With Me, Fragen beantworten. Ich zeige euch die Produkte, denn alle Produkte sind vegan. Ich finde es, um ehrlich zu sein, super, super schwierig, sich dort reinzufinden in die ganze Naturkosmetikwelt und ich beschäftige mich noch gar nicht so lange damit. Sie sind alle vegan, aber nicht alle Produkte sind Naturkosmetikprodukte. Also falls ihr euch schon ein bisschen mehr damit auskennt und wisst, dieses Produkt ist echt richtig cool, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Holt euch auf jeden Fall etwas zu snacken oder was zu trinken, denn dieses Video könnte ein bisschen länger gehen. Ich dachte, das ist irgendwie auch mal ganz cool, ein längeres Video, wo ich einfach nur ein bisschen mit euch quatsche. Wir fangen an und zwar benutze ich, bevor ich mich immer fertig mache, ein Gesichtswasser. Ihr werdet die ganzen Produkte natürlich auch eingeblendet sehen, sodass ihr Screenshots machen könnt oder ähnliches. Und dann benutze ich noch so ein wiederverwendbares Wattepad. Denn wenn du ein paar Wattepads schon verwendet hast, dann kannst du die in so einen Beutel geben, in die Waschmaschine packen und dann kannst du sie einfach wiederverwenden. Super cool. Dieses Gesichtswasser ist für unreine Haut und Mischhaut. Wie man sehen kann, meine Haut ist gerade nicht die beste. Es kommt auch super darauf an bei mir, in welchem Zyklusstadium, ihr wisst, was ich meine, bin. Ich bin nämlich kurz davor, meine Tage zu bekommen und dann rastet meine Haut immer noch ein bisschen mehr aus. Ich habe euch auf Instagram gefragt, welche Fragen ihr so an mich habt und welche Themen euch derzeit interessieren. Ganz viele Fragen waren als erstes zum Haus. Ich habe ja schon ein bisschen länger her, aber eine Haustour online gestellt. Ich verlinke es mal gerne hier oben. Eine Frage habe ich tatsächlich nicht beantwortet und das hat auch jemand gefragt und zwar, wie konntest du dir in jungen Jahren schon ein eigenes Häuschen finanzieren? Ich war ja auf der Suche nach einer Eigentumswohnung mit meinen Eltern zusammen
Und meine Eltern haben seit der Geburt für mich gespart. Also ich glaube, das machen ganz viele Eltern, dass sie einfach immer im Monat oder im Jahr ein bisschen was zurücklegen für die Kinder. Und als ich dann meine Ausbildung beendet habe, haben sie gesagt, so, lass uns auf die Suche gehen nach einer Eigentumswohnung. Die Preise waren aber abnormal, deswegen durch Zufall sind wir auf dieses Häuschen hier aufmerksam geworden. Und dieses Geld, was meine Eltern für mich gespart haben, habe ich als Startkapital benutzt und alles Weitere zahle ich dann mit einem Kredit ab. Ich liebe die Produkte von Dr. Hauschka. Nach dem Gesichtswasser benutze ich dann immer das Gesichtstonikum und das ist echt super, super toll. Benutze ich auch immer am Abend zum Schlafen gehen und das tupfe ich dann immer so ein bisschen in die Haut. Als nächstes benutze ich die Dr. Hauschka beruhigendes Tagesfluid. Das ist, glaube ich, irgendwie so eine Special Edition mit Avocado. Ich liebe die, weil die einfach super viel Feuchtigkeit spendet. Okay, zum Schminken benutze ich mal hier so ein Haarband. Wir machen weiter mit einem Primer. Der hier ist von NYX. NYX. Ich glaube, es wird NYX ausgesprochen, aber irgendwie habe ich es mir antrainiert, NYX zu sagen. Und den gebe ich immer vor allem hier neben der Nase hin. Ich habe super große Poren dort und das kaschiert einiges dann immer. Ich schminke mich nicht jeden Tag, überhaupt nicht, aber ich schminke mich wirklich sehr, sehr gerne und ich mag auch das Gefühl von, hey, ich habe mich ein bisschen fresh gemacht, ein bisschen schick gemacht, aber ich liebe mich auch genauso ungeschminkt und vor allem bin ich eigentlich, ich würde schon sagen, 80% der Zeit ungeschminkt. Wir machen nochmal weiter mit der Foundation und dann beantworte ich die nächste Frage. Und zwar benutze ich die Nui Foundation, die Liquid Foundation in der Farbe Nummer 1, weil ich bin einfach super, super weiß. Ich habe die noch gar nicht so lange und als ich die das erste Mal ausprobiert habe, dachte ich so, well, das ist Farbe Nummer 1 und die sieht super dunkel aus. Also für meine Verhältnisse. Ich zeige euch mal den Unterschied zu meiner alten Foundation. Also das hier ist meine alte Foundation und das ist die von Nui und ich dachte so, warte mal, die sieht ein bisschen zu dunkel aus, aber wenn man die im Gesicht aufträgt, sieht sie gar nicht mehr so schlimm aus. Und ehrlich gesagt passt dieser Ton auch viel, viel besser als dieser weiße Ton zu mir. Die nächste Frage ist, bist du froh, wieder in deinem süßen Häuschen zu wohnen? Würdest du je wieder wegziehen? Ich würde niemals mehr in eine Großstadt ziehen. Ich war ja ein Jahr lang in Hamburg. Also habe dort gewohnt, in einer WG sogar. Und ich würde es tatsächlich echt nie wieder tun. Also keine Großstadt mehr. Und vor allem keine WG, weil ich war auch so ein bisschen verwöhnt. Also ich bin von meinem Elternhaus direkt in dieses Häuschen gezogen. Alleine, hatte die pure Freiheit, hatte die Natur, hatte das Alleinsein. Und dann bin ich nach ein paar Jahren, ich glaube nach 3 Jahren, nach Hamburg gezogen in eine WG. Jedes Wochenende bin ich eigentlich immer wieder hier in dieses Häuschen geflüchtet. Nicht geflüchtet, aber ich habe mich sehr danach gesehnt und irgendwann habe ich auch dann so gedacht, okay, das ist einfach keine Lösung. Und es war wirklich die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Und ich glaube, Anna hat letztes Mal zu mir gesagt, Fenja, dein Haus gehört irgendwie zu dir. Und es ist irgendwie ein Teil von dir. Die meisten Leute, wenn sie mich besuchen, kommen sie auch immer zu mir, also wenn man sich trifft, weil dieses Haus, weiß ich nicht, es ist so, als ob die Hälfte meiner Seele irgendwie in diesem Häuschen hier ist. Ich fühle mich super, super wohl hier. Ich werde bestimmt irgendwann mal ausziehen, of course. Vielleicht in ein größeres Haus oder irgendwo anders in einem Tiny House, keine Ahnung. Aber nie wieder in eine Großstadt. Weiter geht's mit dem Concealer. Ich habe noch nicht den perfekten Concealer gefunden, aber der von NYX, wieder nix. Der Contour Concealer ist eigentlich ganz gut, auch wieder in der hellsten Farbe bei mir und dort gehe ich dann immer unter die Augen, kleine Pickelchen
bisschen auf der Nase, eigentlich immer so ein bisschen punktuell. Und entweder benutze ich den Beauty Blender hier wieder oder meine Finger. Und die letzte Frage zum Thema Haus war, wo kaufst du deine Möbel? Ich hätte früher gesagt Ikea oder irgendwie im Internet oder keine Ahnung was, aber tatsächlich hat sich das komplett geschiftet bei mir und ich liebe eBay Kleinanzeigen. Ich kaufe da echt so viel Stuff ein. Auch so Fundgruben, so Second-Hand-Läden sind so unfassbar cool. Also schaut wirklich als erstes irgendwie nach solchen Alternativen, weil meistens findet man doch wirklich echt tolle Schätze und es ist sogar noch günstiger und nachhaltiger. Dann kommt als nächstes ein Setting Powder. Das hier ist von Adecco. Damit gehe ich dann auch noch so ein bisschen unter meine Augen und hier in der T-Zone, um das ganze Make-up ein wenig zu setten. Als nächstes kommen die Augenbrauen und dort benutze ich so einen Augenbrauenstift von Kess. Ich glaube, das ist in der Farbe 02 Light Brown und den mag ich wirklich sehr gerne. Dann kamen auch noch ganz viele Fragen zum Thema Arbeit, also dass sie gesagt haben, hey, ich struggle gerade super doll mit meiner Arbeit, ich bin unglücklich, ich bin unzufrieden, am liebsten würde ich meinen Job wechseln und glaubt mir Leute, ich kenne dieses Problem zu 1.000.000%. Ich war ja, also viele wissen es auch, ich war ja ganz lange Ergotherapeutin und ich mochte den Beruf sehr gerne. Ich habe auch meine Arbeit sehr gerne gemocht, aber es war nie so ein Gefühl von, wow, das ist es, ich gehe gerne zur Arbeit, es erfüllt mich total und man verbringt einfach die meiste Zeit auf der Arbeit. Und wenn es nicht das ist, was einem glücklich macht, dann finde ich, hat das auch so viele Folgen oder Auswirkungen auf andere Lebensbereiche. Und ich war, keine Ahnung, ich hatte keine Lust mehr auf gar nichts. Irgendwie wusste ich dann nicht so richtig, wohin mit mir. Und bis ich wirklich dann zu dem Entschluss gekommen bin und gesagt habe, ich möchte was anderes machen, ich möchte meiner Leidenschaft folgen und ich möchte diesen mutigen Schritt wagen, wirklich mein ganzes Leben auf den Kopf zu stellen. Und tatsächlich ein Punkt war es, wo ich so wirklich wusste, ich muss einen anderen Weg gehen. Ich bin zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, Mama, Papa, ich möchte was komplett anderes machen und ich glaube, ihr müsst mich ein wenig unterstützen, weil ich musste natürlich noch alles andere mit diesem Haus hier finanzieren. Ich wusste nicht, wie ich das schaffen soll und meine Eltern waren natürlich irgendwie der erste Ansprechpartner, dass ich so gesagt habe, hey, ich glaube, ich brauche Unterstützung. Und ich liebe meine Eltern, sie unterstützen mich bei allem. Aber Papa hat etwas gesagt, was mir so krass in Erinnerung geblieben ist. Und zwar meinte er, Fenja, man muss nicht immer glücklich auf der Arbeit sein. Also es muss nicht einen komplett erfüllen. Man muss Geld verdienen und es muss einem gut gehen. Es muss auch irgendwo Spaß bringen, aber es muss nicht immer, man muss nicht immer erfüllt sein, so in der Art. Und ich habe ihn dann angeguckt und meinte so, genau das möchte ich nicht. Ich so, genau das ist der Punkt, was ich nicht machen möchte. Ich möchte nicht einen Job machen, der mich ganz okay zufriedenstellt oder wo ich sage, ja, ist in Ordnung, ich kriege gut Geld, sondern er soll mich glücklich machen. Es soll sich noch nicht mal so anfühlen, als würde ich arbeiten. Und genau das habe ich geschafft. Und ich bin so froh, dass ich diesen Schritt gewagt habe. Und ich glaube, das ist auch ganz oft das Ding, wenn ihr mir schreibt, hey, ich bin nicht richtig zufrieden und ich weiß nicht und irgendwie will ich das gar nicht wirklich. Manchmal muss man, glaube ich, ziemlich mutig sein und einen neuen Schritt eingehen, damit man auf einem glücklicheren Wege irgendwann kommt. Folg deinem Herzen und folg vor allem deiner Leidenschaft. Jetzt habe ich mich gar nicht geschminkt, weil ich so doll in diesem Thema drin war, aber weil mich das auch einfach so krass begleitet. Das Setting Powder verblende ich hier so ein bisschen mit einem Puderpinsel. Und dann benutze ich ebenfalls von Kess so ein Duo-Stick, einmal mit Blush und Highlighter. Gehe ich immer so ein bisschen mit meinem Finger dort drauf und tupfe den Blush hier so ein bisschen auf meine Wangen rauf. Und dann benutze ich noch den Highlighter. Der ist echt super soft.
Eigentlich sind ja Highlighter immer sehr, sehr pigmentiert, also sehr doll pigmentiert, aber der ist super leicht. Als nächstes benutze ich den Lidschatten von Nui. Das ist die Nummer 1, Marama. Das ist einfach ein sehr, sehr leichter Ton, fast schon Puderton, der sehr wenig Farbe gibt, aber ich mag einfach das nur, dass die Augen einfach nur so ein bisschen erhellt werden dadurch. Mein Lieblingsteil, und zwar Eyeliner ziehen. Der hier ist jetzt von Altera und den benutze ich schon ultra, ultra lange. Ich glaube, schon seit ich 18 bin, kaufe ich mir den immer wieder, weil ich den einfach so sehr liebe. Der hat einfach eine ganz, ganz dünne Spitze und das mag ich gerade an dem, dass der einfach man sehr, sehr feine Linien damit ziehen kann. Dann hat noch jemand geschrieben, allgemein Freundschaften finden. Leute, es ist echt so ein Thema. Ich habe das Gefühl, dass ultra viele damit strugglen, irgendwie neue Freunde zu finden oder allgemein Freundschaften zu pflegen, zu suchen, zu halten. Es hat sich in den Jahren bei mir auch so krass verändert. Mir sind so ein paar Dinge echt besonders wichtig. Ich verlinke mal gerne hier das Freundschaften-Video mit Anna und mir, wo wir so unsere Grundsätze einer Freundschaft darüber gesprochen haben. Es sind halt so welche Dinge wie trotzdem Freiraum lassen, akzeptieren, wenn man mal keine Zeit hat, allgemein die gleichen Interessen und Werte haben. Ich finde, es ist einfach so super, super schwierig, allgemein Freunde zu finden und ich glaube, da strugglen echt sehr, sehr viele mit. Also wir sind ja sowieso eine Community hier, die wirklich, glaube ich, sehr gerne Spiritualität mag, die die Natur mag, die sich mit emotionalen Themen beschäftigen und vielleicht ist es total cool, unten in den Kommentaren so ein kleines Freundschaften finden oder Kontakte knüpfen Portal aufmachen, würde ich es jetzt mal nennen. Schreibt mal gerne in den Kommentaren, wie ihr heißt, wie alt ihr seid, euren Instagram-Namen und was euch in einer Freundschaft total wichtig ist und was ihr für so Interessen habt. Und vielleicht können sich dann die ein oder anderen irgendwie verknüpfen. Ich meine, auch über das Internet kann man ja super Freundschaften pflegen. Und vielleicht finden sich dann die ein oder anderen. Ich würde das irgendwie total cool finden. Also, ich habe absolut denselben Struggle, was Freunde finden angeht, aber ich muss auch dazu sagen, dass ich sehr gern alleine bin und irgendwie total im Struggle bin mit, okay, ich müsste eigentlich Freunde finden und irgendwie ist mir das manchmal auch zu viel mit Kontakte pflegen und knüpfen, vor allem wenn dann irgendwie es noch zu gewissen, ach, keine Ahnung, oh, warum hast du dich nicht gemeldet und oh, du hast nie Zeit, auf sowas habe ich dann auch irgendwie keine Lust. Jetzt kommt die Wimperntusche und ich brauche immer eine Wimpernzange. Ich würde sie so gerne weglassen, aber meine Wimpern sind so krass gerade, also sie sind lang, aber die haben null irgendwie einen Schwung und deswegen ist bei mir so ein Thema Wimperntusche finden immer so ein Riesenproblem. Ich benutze seit Jahren, und das sogar, glaube ich, schon seit 15, immer die gleiche Wimperntusche. Ich kaufe sie mir immer wieder neu. Und zwar ist die von Catrice, die Lashes to Kill Mascara. Und die ist wasserfest. Und wenn ich meine Wimpern gebogen habe, dann bleiben die mit dieser Wimperntusche auch genauso oben. Und jede andere Wimperntusche, ich biege meine Wimpern mit dieser Wimpernzange und danach fallen sie dann immer wieder so runter und ich denke mir nur so, hä, ich habe sie doch gerade gebogen. Also wirklich nur mit dieser Wimperntusche bleiben meine Wimpern genau dort, wo sie sind. Ja. Ich föhne meine Wimpernzange tatsächlich immer mit einem Föhn an. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe das Gefühl, dadurch halten die noch ein bisschen mehr. Keine Ahnung, vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, ich weiß es nicht. Dann, oh, ist noch ein bisschen heiß, also passt ein bisschen auf. Jemand hat geschrieben oder gefragt, wie schafft man es in dunklen Momenten, wo man keine Motivation, Selbstzweifel hat, wie man exakt den Moment der Zweifel findet und wie man sich dann wieder herausholt. Und das ist eine sehr, sehr spannende Frage, weil ich habe letztens, glaube ich, mich erst mit Anna darüber unterhalten, weil es gab eine Situation in den letzten Monaten,
wo es eigentlich immer das gleiche Problem war. Und ich irgendwann dann so zu Anna gesagt habe, mein Gott, wie konnte das jetzt eigentlich schon wieder passieren, dass ich komplett nur am Heulen bin, dass ich irgendwie 1-2 Tage lang gar nichts machen kann, weil mich diese Situation wieder so krass rausgeworfen hat. Wie kann ich diesen Punkt finden von kompletter Verzweiflung? Wie kann ich den herausfinden und dann den Moment schaffen, wo ich mich wieder rausholen kann, anstatt dass es dann irgendwie so ein bisschen zu spät ist und man irgendwie vollkommen versunken ist mit Selbstzweifel. Und sie hat dann so zu mir gesagt, Fenja, irgendwie hast du schon immer ein gleiches Muster, das du abfährst, wenn eine Situation dich, keine Ahnung, triggert. Denn es entsteht eine Situation, du bist dann die ganze Zeit am Weinen und braust erstmal, fühlst erstmal in dich hinein, lässt alle Emotionen raus. Danach geht es irgendwie so in die Selbstzweifel, also das ganze Leben irgendwie in Frage stellen, bis hin zu Überforderung. Und ganz zum Schluss kommt dann dieses eigentlich nichts mehr tun und irgendwie unmotiviert sein und irgendwie gar nichts mehr tun. Und sie meinte dann zu mir, Fenja, ich erinnere dich mal bei dem nächsten, wenn dich wieder irgendwas triggert, an diesen Punkt, weil eventuell schaffst du es dann, gewisse Dinge für dich zu machen, wo du dann nicht 2-3 Tage komplett rausgeworfen wirst. Es kam wieder natürlich irgendwie wieder zu einer Situation. Nach ein paar Wochen hat sie dann zu mir gesagt, okay, jetzt ist der Punkt, wo du etwas machen könntest, damit es nicht wieder so schlimm wird. Ich habe dann als erstes immer wieder mit Meditation angefangen, also dass ich mich dann hingesetzt habe und gesagt habe, okay, ich gehe jetzt erstmal in die Ruhe. Also Meditation hilft unglaublich. Die Sachen aufzuschreiben ist auch eine super tolle Möglichkeit, um alles mal aus deinem Kopf rauszulassen, mit deinen Freunden darüber reden oder eben halt irgendwas anderes zu tun, damit du aus diesem Gedankenchaos rauskommst. Aber was mir tatsächlich am meisten geholfen hat, sind gewisse Routinen einfach einzuführen, dass gewisse Situationen nicht so krass ausarten. Das heißt, schon am Morgen mich hinsetzen und zu meditieren, meine Morgenroutine durchzuführen. Ich habe dadurch irgendwie schon eine gewisse Stabilität, Routine entwickelt, aber auch eine emotionale Stabilität. Dadurch, dass ich eben halt gewisse Sachen, die mir unglaublich gut tun, meditieren, Yoga, Journalen und so weiter, weil ich das so oder so jeden Morgen mache, können mich gewisse Situationen gar nicht mehr so aus der Ruhe bringen. Und das hat mir, glaube ich, am meisten geholfen, nicht nur in krassen Situationen, wo mich alles überfordert, dann Sachen machen, die mir gut tun, sondern jeden Morgen mir eigentlich das schon fest vornehmen, dass eben halt solche Situationen nicht so schlimm werden. Habt ihr schon irgendwie eine Methode für euch herausgefunden, wo euch gewisse Situationen nicht so krass triggern? Weil es ist nicht auch so, dass es bei mir, dass ich die vollkommene Ruhe bin und dass mich gar keine Situation mehr so krass raushauen. Das ist auch immer noch nicht so. Das letzte, was ich immer mache, ist ein bisschen Lippenstift bzw. Lipbalm. Der hier ist auch von Kess, die Farbe Nothing. Und tatsächlich ist das auch ein Hauch von nichts. Machen wir eben noch meine Haare. Ich benutze aber gerne so ein Haaröl hier. Das ist von Evolve. Nourishing Hair Elixir. Serum für normales, trockenes Haar mit Monoi-Öl, Bio-Arganöl und Bio-Baoba-Öl. Was auch immer. Es riecht unglaublich gut. Ich liebe diesen Geruch. Und dann gebe ich immer so 2-3 Tröpfchen in meine Handflächen und massiere das noch so ein bisschen in meine Haarspitzen ein. Am besten ist das aber eigentlich, wenn man das auf das nasse oder feuchte Haar gibt, aber so geht das auch auf jeden Fall. Und zurzeit benutze ich sehr, sehr gerne allgemein Haarbänder oder Bänder oder mache hier so meine Haare nach hinten. Genauso wie auch diesen Haarreif hier. Gebe ich dann so nach hinten. Das finde ich eigentlich ganz
Ganz süß. Und jetzt zeige ich euch noch mein komplettes Outfit. Ihr seht das ja bisher nur bis hier. Und dann sehen wir uns gleich. Das hier ist mein komplettes Outfit. Ich liebe das total. Ich habe die Hose von Vinted, genauso wie das Oberteil. Und super, super süß. So ein richtig schönes Frühlings-Sommer-Outfit. Das war es hier auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr, sehr doll über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du noch nicht Abonnent oder Abonnentin dieses Kanals bist, dies jetzt auch gerne zu tun. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis nächste Woche. Fenja.